Guck mal hier, ich habe hier das neue MSI Claw, das ist das neue Gaming-Handheld von MSI. Und ja, das durfte ich hier schon mal 20 Minuten Probe spielen und ich habe ein paar interessante Sachen rausgefunden. Gucken wir uns das tolle Ding doch mal an. Das kommt übrigens im April raus. Eine Version für 700 € und eine Version für 800. Bleibt dran. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei das MSI Claw habe ich Probe gespielt und man nimmt das Ding in die Hand und man hat direkt eine ganz starke Asus ROG Ally. Gehäuse halt schwarz ist und nicht weiß. Aber ein paar Unterschiede gibt's schon und der größte Unterschied ist natürlich, dass da eine Intel-CPU und die integrierte Intel-Arc-Grafik drin ist, statt einem AMD-SoC. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich spiele hier gerade Assassin's Creed Mirage. Das ist allerdings leider auch das einzige Spiel, was man darauf spielen kann. Das ist auch schon sehr gut optimiert. Das Spiel unterstützt halt das Intel XeSS Hochrechnen. Das heißt, dass die Auflösung geringer berechnet werden kann und halt höher angezeigt wird. Und es funktioniert gut, muss ich sagen. Die ganze Bedienung ist auch sehr, sehr ähnlich zum ROG Ally, nur dass man das Ding halt nicht mit Armoury Crate steuert, sondern mit dem MSI-eigenen MSI Center M. Mir konnte man leider auch nicht sagen, was das M bedeutet und ob es auch eine XL und eine L und eine S-Version gibt. Gibt's nicht, heißt einfach Center M, okay. Gibt's auch bei MSI Gaming Notebooks schon eine ganze Weile. Und damit kann ich halt meine ganzen Launcher starten, also Steam. Interessanterweise ist GOG nicht dabei, aber gut, aber Steam, Ubisoft, Xbox, Epic, bla bla bla. Und man kann halt auch die einzelnen Games launchen hier. Und ehrlich gesagt macht es auf mich auf den ersten Blick hier auf diesem Gerät einen besseren Eindruck als Armoury Crate von Asus. Man kann hier, wie beim ROG Ally, die Power Level hier einstellen. Man hat hier einen Extreme Performance Mode, einen Balance Mode und einen Battery Saver Mode. Geratet ist das mit 45 Watt in dem Extreme Performance Mode, 30 Watt im Balanced und 15 Watt im Battery Saver. Und es gibt auch einen wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist. Man hat mir jetzt gesagt, das liegt daran, dass es noch ein Vorserienmodell ist. Das muss sich dann auch nochmal in einem Test zeigen. Das ist auf jeden Fall so, dass ich bei diesem Testgerät, dass ich eine ruckelfreie Assassin's Creed Mirage Leistung nur hinbekomme, wenn das Gerät eingestöpselt ist. Guck gerade mal, es ist tatsächlich alles auf Low, die volumetrischen Wolken auf Medium, Low, Low, Low und Adaptive Quality 30 FPS und mit Intel XeSS ist angeschaltet. Also ist Low Settings. Hier kann man sehen, ich kriege einen Average von 30 FPS, was aber durchaus okay ist für das Spiel. Ich meine, das ist ja schon ziemlich High-End, muss man sagen. Also was ich jetzt sagen kann hier auf der CS, dass Assassin's Creed Mirage auf dem Gerät ein Low Setting mit eingestöpseltem Strom und dem volle Power 45 Watt Modus läuft das ruckelfrei mit wahrscheinlich 30 FPS, genau kann ich das nicht sagen. Es läuft nicht ruckelfrei, wenn ich den Stecker abziehe. Ob das daran liegt, dass es ein Vorserienmodell ist oder nicht, das sagt, dass in dem maximale Leistungsmodus das Gerät unter 1,5 Stunden schafft. In dem mittleren Balance-Modus sind es ungefähr 2,5 Stunden und in dem Battery Saver-Modus sind es mehr auf jeden Fall. Fakt ist auf jeden Fall, dass MSI sagt, dass das Gerät ungefähr 50% länger durchhält als die Konkurrenz von Asus. Liegt aber natürlich auch daran, dass da ein fetter 53 Wattstunden Akku drin ist. Was man zur Haptik sagen kann, ich finde, das Gerät fühlt sich wertig an, fühlt sich gut an. Also kann ich nicht meckern. Die Analogsticks haben Hall-Sensoren, das heißt, die haben hoffentlich keinen Drift. Man hat hier so eine schöne RGB-Beleuchtung, die kann man auch einstellen in dem rauskommt. Hier unten bleibt es angenehm cool. Ach ja, man hat hier auch noch hier diese Buttons. Also es ist hier natürlich laut. Ich muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, dass das Gerät sehr, sehr leise läuft. Also dafür, dass es so viel Power verbrät, traue ich mir zu sagen, dass es im Vergleich zu anderen Handheld durchaus leise läuft. Aber auch das muss natürlich dann noch ein echter Test zeigen. Die Geräte gibt es in 3 Varianten, sagt MSI. Einmal mit Intel Ultra 5 Prozessor, dann kostet es 800 € und dann gibt's wohl noch einen
Gerät in der Mitte. Da gab es aber noch keine Details dazu. Was ich noch gesagt bekommen habe, dass das Teil ab April im Handel erhältlich sein wird. Also schreibt ruhig in die Kommentare, ob ihr noch irgendwas wissen wollt und ich versuche das dann mal rauszufinden. Tschüss.